wir fahren, wir fahren schneller. Wir brennen, wir brennen, wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller, unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Chris Cross wurde 1966 als Christian Eduard im Schweizer Saanen geboren. Sein Vater war Generalbevollmächtigter des Zeitungsverlegers Axel Springer und residierte danach als Anlageberater am Genfersee. Chris besuchte renommierte internationale Internate, studierte am amerikanischen Sarah Lawrence College Film, wurde Redakteur des deutschen Zeitgeist-Magazins Tempo und dann Schriftsteller. Chris war der älteste und talentierteste von Reinhard Goos Schriftstellerfürsten in Spee und verstand es am besten, die anderen an sich zu binden und gegeneinander auszuspielen. In Reinhards Werk kam Chris trotzdem nur am Rande vor, da er sich nach seinem ersten Bucherfolg weitgehend aus Deutschland absentierte und sich lieber in kolonialen Residuen in Südostasien und Afrika seiner sanften Wehmut hingab. Chris beschied Deutschland, dass es immer noch zu Nazi war, doch manchen Kritikern schien, dass es ihm eher zu wenig Nazi war. Chris verstand es, die Spekulation zu seiner Person und seinem Werk immer neu zu befeuern. Er posierte auf einem Autorenporträt mit einer Kalaschnikow, verkaufte auf einer Lesereise, selbst produzierte Gaddafi-Merchandising, stieg mit Ingonie auf die rechtsradikalen Esoterikern als Kultstätte dienenden Externsteine, besuchte das von Nietzsches deutschnationaler Schwester in Paraguay gegründete Dorf Nueva Germania und begeisterte sich für den angeblichen Nazikult um die angebliche magische Kraft Vril. Doch als nach der Finanz- und Eurokrise die Rechte in Europa an Macht gewann, heiratete Chris, schwor Alkohol und Drogen ab, wurde Vater und zog mit seiner Familie in eine alte Villa in Los Angeles. Bald erklärte er, dass er nur deshalb Coquette mit dem bösen Manne geliebäugelt habe, weil er als Kind wohl von einem kanadischen Priester missbraucht worden sei. Auch jetzt noch spielte er mit doppeltem Boden, er könne sich das auch damals schon ausgedacht haben. Mit diesem Kniff gelang es ihm, seine alten Getreuen, die ihn für sein grenzgängerisches Schelmtum liebten, nicht vollends zu verschrecken. Im Gegenteil, auch sie waren älter geworden und leckten ihre Wunden. Ewige Postadoleszenz, aus und vorbei. Chris war dabei, ein ganz gewöhnlicher Klassiker zu werden. Zunächst mochte man darüber dem Gerücht kaum Glauben schenken, dass eben er sich anschickte, nach Deutsch-Südost umzusiedeln und dort bereits mehrere Burgen und Schlösser in Augenschein genommen habe. Manche mutmaßten, er suche anstelle eines norwegischen Schriftstellerkumpans, der vorhabe, hier ein neues Leben ohne Familie zu beginnen und dies bis zuletzt geheim halten wolle. Andere mutmaßten, dass das Gerücht über den norwegischen Kumpan von Chris selbst in die Welt gesetzt worden sei, um davon abzulenken, dass in Wahrheit er selbst sich von seiner Familie absetzen wolle. Chris erwarb tatsächlich das neue Jagdschloss Hummelshain im thüringischen Saale-Holzlandkreis. Der 1885 erbaute historistische Bau hatte so gewaltige Ausmaße, dass sich eine ganze Hundertschaft an Frauen und Kinder hätte darin verstecken können. Bald kursierten Gerüchte von Exzessen und Seancen in Hummelshain. Doch in den Social Media und Home Stories tat Chris nur kund, wie er sich hier zur Ruhe setzte. Sein Nomadentum hatte es ihm erlaubt, sich bedienen zu lassen und zu befreunden, ohne verbindlich zu werden. Nun ersetzten ihm rasenmähende, staubsaugende und bewässernde Roboter Gesellschaft und Personal. Die Mahlzeiten ließ er sich vom benachbarten Essen auf Rädern liefern. Um den Rest kümmerte er sich höchst selbst. Playlist steuern, Blumen arrangieren, Staubwedeln, Handwerker instruieren. Es war in dieser Rolle als sein eigener Majordomus, in der er zur ästhetischer Perfektion fand. Sein Leben war zu einem Wes Anderson-Film geworden, der erst mit seinem Tod enden würde.